Xayah Photo 2024 ist raus. Dabei haben wir noch 2023. Macht aber nichts. Ich habe euch ja vor ungefähr einem Jahr Xayah Photo schon mal vorgestellt, war damals schon sehr begeistert und deswegen war ich umso gespannter, was denn jetzt in der neuen Version wirklich so an Verbesserungen zu finden sein wird. Ich habe mir das Programm schon im Detail angeschaut und werde euch in diesem Video nicht nur die Neuerungen zeigen, sondern auch nochmal eine generelle Einführung in Xayah Photo geben, denn nicht jeder von euch kennt das Programm. Wenn man Xayah Photo 2024 aufmacht, dann denkt man erstmal, hey, da hat sich ja gar nichts getan. Ja, die ganzen Änderungen sind eigentlich alle unter der Haube. Die KIs sind verbessert worden, es gibt bessere Suchalgorithmen, bessere Keywords, es gibt eine Freitextsuche, es gibt ein GPS-Modul, es gibt ein Slideshow-Modul und das sind so die großen Neuerungen, die es hier gibt. Die wollen wir uns jetzt auch mal im Detail anschauen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat sich auch die Performance verbessert, wobei ich habe hier keine Messungen gemacht, spielt auch keine Rolle, ich habe Xayah Photo nie als wirklich langsam empfunden. In diesem Sinne, ich würde sagen, schauen wir uns das Programm gemeinsam mal an und entdecken mal, wie es funktioniert und was neu ist. Auf den ersten Blick sieht Xayah Photo 2024 genauso aus wie die Vorgängerversion. Aber vor allem rechts oben sieht man doch so ein paar kleine Unterschiede, denn hier gibt es zum Beispiel die Finden durch Texteingabefunktion. Xayah nennt das X-Prompt AI. Probieren wir doch gleich mal aus und geben einfach mal ein Baum mit Gegenlicht. Ja, her damit. Ja, Bäume mit Gegenlicht. Schau mal hier. Passt. Sogar das hier ist richtig. Auch Gegenlicht. Schließen. Gehen wir weiter runter. Kann man drüber streiten. Es ist eine Silhouette von einem Kaktus. Aber ich weiß, warum das in die Kategorie fällt. Sowas habe ich natürlich gesucht. Perfekt. Funktioniert richtig gut. Machen wir nochmal ein zweites Beispiel. Versuchen wir mal zum Beispiel Haus mit Blüten. Ja, perfekt. Würde ich unterschreiben. Machen wir nochmal ein Beispiel. Haus mit Katze. Zeig mal her. Ja, Häuser mit Katzen. Sehr cool. Was können wir noch versuchen? Vielleicht versuchen wir mal Griechenland. Hey, mega. Und hier muss man wissen, diese Bilder haben keine GPS-Daten und in diesen Bildern taucht Griechenland auch nicht als Keyword auf. Deswegen finde ich das richtig beeindruckend, dass Xayah Photo diese Bilder findet, wenn ich einfach mal nach Griechenland suche. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Textsuche mit einer anderen KI trainiert wurde, als die KI, die die Stichwörter vergibt. Ja, deswegen haben wir hier unterschiedliche Lösungsansätze für unterschiedliche Aufgaben. Gute Sache, funktioniert prima. Als nächstes zeige ich euch mal Xayah Analytics. Das ist in dem Sinne nicht neu, denn Xayah Analytics gab es ja schon früher. Allerdings mit dem Unterschied, dass Xayah Analytics früher kostenpflichtig war und man das quasi als Plugin dazu kaufen konnte. Also machen wir es mal auf. Analytics für aktuelle Ansicht öffnen. Das heißt für mich in dem Fall für alle Bilder. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier tun können. Wir können ja mal eine ganz einfache Ansicht machen und machen mal eine Balkenansicht bzw. Balken vertikal und lassen uns mal anzeigen, welche Objektivmodelle ich hier hauptsächlich einsetze. Wie du siehst, wurden 2700 Bilder mit dem XF 10-24 gemacht. Das zweithäufigste Objektiv war das XF 35, das dritthäufigste das 70-300. Dann kommt das 16-1.4 etc. Ja? Also ganz hilfreich, um mal zu sehen, welche Objektive werden denn hauptsächlich eingesetzt. Ein zweites Beispiel möchte ich dir hier zeigen, das ist die Stapelansicht. Hier können wir nämlich zwei Attribute kombinieren. Zum Beispiel habe ich das hier gemacht, indem ich einmal das Objektiv und auch die Brennweite kombiniere. Das lässt sich ganz einfach lesen. Wir machen es mal an einem Beispiel.
Die zweite Spalte hier, der grüne Stapel hier, das ist das XF35 1.4. Mit dem habe ich 1034 Bilder gemacht und logischerweise alle bei 35 mm Brennweite. Ist vielleicht auch ein bisschen schöner, wenn wir das mal nicht gruppieren. Wir machen mal einfach Brennweite. Dann sieht man das nämlich noch ein bisschen besser. Und dann schauen wir uns mal das XF10 bis 24 an. Wie man hier sieht, links in dieser Grafik das meistgenutzte Objektiv. 1050 Bilder sind mit 10 mm Brennweite gemacht. Das heißt, das Objektiv nutze ich hauptsächlich am weitwinkligen Ende. 609 Bilder wurden mit 24 mm Brennweite gemacht. Und ganz spannend, hier oben sieht man, alle anderen Brennweiten nutze ich fast gar nicht. Das heißt, eigentlich würde mir eine Festbrennweite um die 10 mm ganz gut passen, ja? Denn damit habe ich genauso viele Bilder gemacht wie mit dem XF35. Insofern hast du hier mal ein Beispiel, wie Xayah Photo mit Analytics dir helfen kann zu verstehen, welche Technik du einsetzt, wie du fotografierst. Du könntest natürlich auch hier zum Beispiel analysieren, welche ISO-Werte du nutzt oder welche Belichtungszeiten du einsetzt, etc. Haufenweise Möglichkeiten. Hier unten kann man das Ganze auch noch filtern. Da wollen wir jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Richtig gut finde ich aber hier ganz unten die Funktion, diesen Bericht als PDF zu speichern. Eine der coolsten Funktionen in der neuen Xayah Photo Version ist sicherlich die Ästhetikbewertung. Hier versucht Xayah Photo mittels künstlicher Intelligenz dein Bild zu bewerten. Die Frage ist also, wie schön ist dieses Bild? Da kann man sicherlich drüber streiten, ob man das überhaupt von einer künstlichen Intelligenz bewertet haben möchte. Aber ich muss sagen, die Funktion ist schon ziemlich cool. Du findest die Bewertung rechts direkt unter dem Histogramm. Hier gibt es ein Werkzeug, das heißt Bewertung. Wie du siehst, hat das Bild von der Kamera hier eine Bewertung von 42 Punkten. Das Motorrad 39. Dieses abstrakte Bild hier hat 67 Punkte. Richtig spannend ist aber, dass man diese Ästhetikbewertung als Sortierungskriterium benutzen kann. Das probieren wir jetzt mal aus. Das Spannende ist jetzt, dass ich hier sehe, welche Fotos die schönsten sind. Naja, zumindest wenn man der KI glaubt. Stolz macht mich das schon, dass hier ein Bild von meinem Fujifilm X-T3 Projekt dabei ist und natürlich auch hier meine Reisebilder. Ganz tolle Sachen. Island zum Beispiel, das hier hat eine Bewertung von 86 Punkten. Also ja, das ist gar nicht schlecht. Und ich bin definitiv gespannt, wo uns solche Funktionen noch hinführen werden. Ein Verwendungszweck könnte zum Beispiel sein, dass ich eine Slideshow aus meinen schönsten Fotos mache. Dazu markiere ich jetzt einfach mal die Bilder hier oben und lege eine Sammlung an, nenne sie Top-Fotos, ziehe meine Bilder in diese Sammlung rein und dann machen wir unten einen Rechtsklick und wählen jetzt hier Dia-Show öffnen. Ja, ich muss jetzt sagen, die Dia-Show-Funktion haut mich nicht aus den Socken, allerdings ist es cool, dass sie da ist. Und wenn man einfach mal auf die Schnelle ein paar Bilder präsentieren möchte oder sich einfach auch mal in Ruhe zu Gemüte führen möchte, so wie wir das jetzt hier machen, dann ist das doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Neu in Xayah 2024 ist die Ansicht hier bei den Stichwörtern, denn Stichwörter haben jetzt auch einen Score. Das heißt, Xayah gibt dir hier einen sogenannten Konfidenzwert. Er sagt dir, wie sicher es ist, dass dieses Keyword zu diesem Bild passt. Ein Score von 1 wäre der höchste Wert und 0 wäre der niedrigste Wert. Das sieht man sehr gut bei diesem Bild hier. Komplementärfarben hat einen Score von 0,57. Natur, Sand und Wüste haben 0,98. Das heißt, es ist sich beim Bildinhalt wesentlich sicherer als bei den Farben. Aber ich muss sagen, Komplementärfarben finde ich hier auch sehr treffend. Wäre es nicht treffend, könnte ich das Keyword hier natürlich mit dem X auch einfach herauslöschen. Wenn ich alle Bilder sehen möchte, denen dieses Keyword zugewiesen wurde, dann klicke ich einfach auf das entsprechende Keyword und sehe jetzt Bilder mit Komplementärfarben. Genauso kann ich eben hier auch dann Bilder, die farbenfroh sind, sehen. Das ist schon sehr hilfreich und führt mich zum Thema Stichworthierarchie. Denn in der Stichworthierarchie werden Stichwörter
als Baum dargestellt. Zum Beispiel, wenn wir hier mal in die Kategorie Fahrzeuge gehen, dann bekommen wir erstmal alle Fahrzeuge. Wenn ich das aber aufklappe, dann sehe ich, dass es Autos gibt, Baumaschinen, Boote, Busse und so weiter. Und so kann ich eben sagen, zeig mir doch mal nur Fahrräder. Fahrrad ist eine Unterkategorie von Fahrzeug. Genauso ist es zum Beispiel bei Architektur. Da gibt es Bilder mit Balkon oder Ruinen. Und ich muss sagen, die Treffer sind echt gut und passen auch zu diesem Keyword. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Exaya Photo dir helfen kann, ein Suchergebnis wirklich darauf runter zu reduzieren, was du wirklich suchst. Wir machen das mal an einem Beispiel. Ich gebe mal einfach hier Hund in die Volltextsuche ein. Bekomme Bilder von Hunden. Schon mal nicht schlecht. Dann gebe ich ein Hund mit Berg. Aha, auch schon nicht schlecht. Jetzt gehe ich oben rechts in die Stichwortsuche, definiere gar keine Stichwörter, sondern wähle einfach nur die Farbe Grün aus und gebe hier unten an, dass in der aktuellen Ansicht gesucht werden soll und nicht in der gesamten Datenbank. Damit finde ich also Bilder von Hunden mit Berg und Grün im Bild, wie zum Beispiel dieses hier. Als nächstes möchte ich dir die Ähnlichkeitssuche vorstellen. Dazu kannst du auf jedem Vorschaubild oben rechts auf die Lupe klicken. Mit dieser Funktion sucht Exaya Photo in deiner gesamten Datenbank oder der aktuellen Ansicht nach Bildern, die diesem Bild ähnlich sind. Wir lassen mal alle Optionen genau wie sie sind und starten die Suche. Wie wir sehen, präsentiert mir Exaya Photo alle Bilder, die zu dieser Session gehören. Und zwar auch, wenn die an einem völlig anderen Ort aufgenommen wurden. Das ist schon richtig cool, denn manchmal suche ich Bilder, die visuell zusammenpassen, die vielleicht auch in einer Galerie zusammenhängen können, wo Bilder aus Langzeitprojekten zusammenkommen, die vielleicht in völlig unterschiedlichen Ordnern liegen. Das ist schon echt hilfreich und vor allem, wenn man das Ganze nicht nur nach Relevanz sortiert, sondern nach Ästhetik, dann bekommt man die schönsten Ergebnisse auch noch ganz oben. Und ich muss sagen, das ist schon eine richtig coole Sache. Als nächstes schauen wir uns mal die Personensuche an. Dazu gibt es auf jedem Thumbnail oben rechts ein Icon. Hier steht jetzt Finde Personen. Es gibt diverse Optionen, zum Beispiel kann ich sagen, dass ich Bilder nur mit Lächeln oder nur mit geöffneten oder geschlossenen Augen finden möchte. Vor allem aber wichtig ist, wie strikt das Ganze ist. Also wie ähnlich muss diese Person der hier zu sehenden Person sein. Ich sage jetzt mal hier einen Wert von 40 und lasse in der gesamten Datenbank suchen. Und wie du siehst, findet Exaya Photo viele Bilder von mir aufgrund von diesem einen Beispielbild. Genauso gut kann ich aber auch allgemein nach Gesichtern suchen. Dazu gehe ich oben rechts auf die Option Gesichter finden. Hier kann ich jetzt definieren, ob ich ein Gesicht, ein Porträt oder mehrere Gesichter in einem Bild suche. Genauso kann ich definieren, ob ich alte oder junge Menschen suche, männlich oder weiblich, mit oder ohne Lächeln. Sehr viele Optionen, die mir helfen, Gesichter in meiner Datenbank zu finden. Mit dem feinen Unterschied, dass ich hier alle Gesichter finde und nicht eben dieses eine Gesicht oder diese Person, wie wir es im vorherigen Beispiel hatten. Jetzt schauen wir uns mal den Metadaten-Editor und die GPS-Funktionalität an. Die Metadaten finden wir hier rechts und dort gibt es ein Stiftsymbol. Dort klicke ich drauf, um die Metadaten zu bearbeiten. Ich sehe dort eben kameraspezifische Einstellungen, sehe auch IPTC-Daten und kann eben auch GPS-Daten lesen bzw. setzen. In diesem Bild sind schon GPS-Daten drin, deswegen muss ich die jetzt nicht nochmal spezifisch manuell setzen, aber wir wissen, dass dieses Bild hier im Studio gemacht wurde und können diese GPS-Daten eben auch in der GPS-Suche finden. Dazu gehen wir oben rechts auf GPS-Suche, haben jetzt hier schon Stuttgart als Ort mit einem Umkreis von 10 Kilometern mal als Suchradius festgelegt und wollen jetzt mal in der gesamten Mediathek, in der gesamten Datenbank nach Bildern suchen, die hier aufgenommen wurden. Suche starten und wie du siehst, sind hier Bilder aus dem Studio und Umgebung. Natürlich sind jetzt hier hauptsächlich iPhone-Fotos drin, denn die haben automatisch schon GPS-Daten, aber das macht ja nichts. Wir wollen GPS, also bekommen wir es.
Sehr coole Sache. Das letzte Feature, das ich dir hier jetzt gerne noch zeigen möchte, ist der Duplikatefinder. Dazu gehen wir übers Menü Finden, Duplikate finden. Jetzt lassen wir mal Xaya Photo in der gesamten Datenbank nach beinahe Duplikaten suchen. Das Ganze machen wir sehr strikt. Der Unterschied zu einem exakten Duplikat liegt darin, dass die Bilder nicht unbedingt exakte Kopien sein müssen, sondern einfach eine gewisse Ähnlichkeit haben müssen. Das Ganze wollen wir jetzt mal einfach ausführen. Wie du siehst, läuft der Prozess los. Und um ehrlich zu sein, geht es auch echt sehr viel schneller, als ich gedacht hätte. Denn in meiner Mediathek sind jetzt circa 8000 Bilder drin und er hat jetzt 926 Duplikate gefunden. Naja, die wollen wir uns jetzt doch mal anschauen. Denn wie du siehst, sind die hier immer in so Reihen aufgebaut. Also von links nach rechts sollen hier die Duplikate sein. Und jetzt muss man nochmal klarstellen, wir haben ja gesagt, dass wir keine exakten Duplikate suchen, sondern entsprechend ähnliche Bilder. Wir sehen hier am Dateinamen nämlich, dass das aufeinanderfolgende Bilder sind. Die sind inhaltlich natürlich quasi gleich, aber sind keine exakten Kopien. Jetzt kann ich hier natürlich schön entscheiden, welche dieser Bilder ich behalten möchte, beziehungsweise welche ich löschen möchte, muss die dann entsprechend markieren und kann dann den Löschvorgang hier oben anwerfen. Sehr viel hilfreicher ist es natürlich, wenn wir den Flaggenassistent dafür benutzen. Denn hier können wir jetzt nach bestimmten Kriterien automatisch die Bilder markieren und danach löschen. Zum Beispiel könnte ich sagen, markiere JPEGs. Dementsprechend kann ich aus diesen Duplikaten meine JPEGs automatisch löschen. Oder ich kann natürlich auch Bilder löschen, die die niedrigste Auflösung haben. Das heißt zum Beispiel, ich habe nur JPEGs, habe aber auch so einige Bilder exportiert oder gespeichert in anderer Software, die eine geringere Auflösung haben. Die möchte ich fürs Löschen markieren oder die kleinste Datei, die älteste Datei etc. Sehr schöner Assistent, der mir hilft, hier Bilder zu markieren und anschließend zu löschen. Da können wir gerne mal ins Detail gehen. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie du siehst, bietet Xaya Photo haufenweise Werkzeuge, die dir helfen, deine Bilder zu strukturieren, sie mit guten Keywords zu versehen, Gesichter zu finden, das Chaos mal ein bisschen zu ordnen. Mich hat es jedenfalls total begeistert. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen guten Einblick geben und ich empfehle dir definitiv, lad dir mal die Testversion runter. Damit kannst du Xaya Photo 14 Tage lang testen und dann empfehle ich dir, exportiere alle gefundenen Keywords direkt in XMP Metadaten. So kannst du die Daten nämlich auch in anderen Programmen direkt nutzen. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass auch gerne einen Daumen hoch und abonniere den Channel. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Testen und einen schönen Tag.